Hallo meine Lieben, heute habe ich ein weiteres Beispiel mit einem weiteren Cutting Die für die Slimline-Karten. Das Basisvideo dazu, das verlinke ich euch hier oben. Und wie das Ganze aussieht oder was wir genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte mit diesem Cutting Die, was ich euch ja im Zusammenhang mit den Slimline-Karten gezeigt hatte. Und zwar haben wir hier eine kleine Strandlandschaft und innen drinne ein Have a Happy Birthday. Und ich weiß, es ist ein bisschen makaber in der Zeit solche Motive quasi zu machen, aber die Idee ist effektiv, dass das zusammen mit einer quasi Sparbox, wo ich euch dann auch noch zeigen werde in einem der nächsten Videos, wie ihr sowas machen könnt, dass ihr das verschickt, damit man sich das quasi fürs nächste Jahr quasi so ein bisschen was ansparen kann, um dann mal wieder richtig Urlaub zu machen. Aber wie ihr diese Karte machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für diese Karte brauchen wir einiges, weil ich so ein bisschen verschiedene Techniken verwende. Logischerweise das Cutting Die, das hat eine Größe von 20,8 x 8,5 cm. So habe ich mir dann auch die Karten angeguckt. Und zwar habe ich hier Folgendes für die Karte selber. Ich will, dass die Karte gleich groß ist wie das Cutting Die, von dem her ist die in der Länge 20,8 und in der Breite waren das 17 cm und gefalzt bei 8,5 cm. Dann habe ich einen Streifen Papier, der ungefähr so groß ist wie diese Fenster hier, weil ich werde hinten blenden und ich will hier so eine Wellenform ausschneiden und das dann verwenden zum Blenden. Und ich habe einfach zwei Papiere, die genug groß sind, um die Form zweimal auszuschneiden. Das einfach, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Stärke zu geben. Blenden werde ich einerseits mit der Tumbled Glass Distress Oxide Ink und mit der Antique Linen. Das heißt für quasi den Ozean und für den Sand. Das ist der Hintergrund. Da habe ich jeweils einfach für das Ranger Tool verschiedene Pads mit den entsprechenden Farben, damit ich das nicht zu stark vermische. Dann werde ich in die Karte rein stempeln, weil ich will, also vorne werden nur die Bilder sein, kein Spruch. Und da habe ich Have a Happy Birthday. Und das werde ich mit der Archival Ink und dem Stempeltool stempeln, aber eben in die Karte rein. Und von den Motiven her, da habe ich schon was vorbereitet. Das sind auch Whimsy Stempel und da habe ich die schon koloriert. Und zwar den kleinen Hund hier, den habe ich mit dem E71er und mit dem E77er koloriert. Das Rot ist eine Kombi von dem R46er und dem R37er. Das Blau ist eine Kombi von B12er und B45er. Die Rhinos selber habe ich koloriert mit dem W1er und dem W3er. Den Sand habe ich koloriert mit dem E50er und E53er. Und dann noch so die kleinen roten rosa Bäckchen habe ich mit dem R11er koloriert. Und um die aufzubringen, habe ich dann auch noch Dimensionals, so runde, die ich verwenden werde. Dann Flüssigkleber, wie immer Zementitkleber, das Picking Tool, um dann das Ganze aus der Stanze zu holen. Falzbein, Scheren und Pinzette habe ich immer auf dem Tisch. Und was ich auch noch habe, ist einfach ein Blatt Papier, das ich jeweils beim Blenden verwende, damit ich mir den Tisch nicht versaue. Und logischerweise ganz zuletzt noch die Sizzix Big Shot, um das Ganze auszustanzen. So, und jetzt starten wir mal mit dem Stempeln gleich. Dann haben wir das schon mal vom Tisch.
Da gucke ich einfach, dass ich mir das Birthday, so wird die Karte wieder so aufgeklappt und das heißt, ich sehe dann, hier kann ich was schreiben und oben soll so schön in der Mitte das Birthday sein und so ein bisschen versetztes Have a Happy. Ihr könnt da jeweils auch mit dem Geodreieck so ein bisschen dem Ganzen nachhelfen, dass es dann auch gerade ist. Das heißt, ich schiebe einfach von oben das Ganze so ein bisschen runter. Und jetzt kann ich das aufnehmen. Et voilà, dann haben wir die Innenseite schon mal gestempelt. Dann werde ich als nächstes kurz die beiden Elemente ausstanzen oder das Element aus 2 Karten ausstanzen. Instead of being lonely, we could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new. Bei dem Cutting Die ist es so, dass es eine zusätzliche Schnittlinie hat, nämlich die hier, die ich so eigentlich gar nicht haben will, aber eben, sie ist da, ne? Kann man nicht einfach wegmachen. Von dem her werde ich das einfach so draufkleben und das geht dann auch wunderbar. Das Einzige, was wir nicht brauchen, sind die Vierecke. Aber ihr kennt mich, ne? Die lege ich einfach beiseite, damit ich die für ein anderes Projekt wiederverwenden kann. So, und jetzt geht es noch darum, den Hintergrund von der Karte, das heißt, ich klappe die wieder so zu, dann ist das hier meine Vorderseite. Und da will ich, wie gesagt, so quasi wie eine, wenn wir uns das angucken, da wäre ja, so wäre das Cutting Die drauf und ich werde mir eben diese Figuren so ein bisschen drunter anordnen. Und zwar so. Und deshalb will ich hier eine quasi Linie haben. Ich nehme jetzt hier kurz einfach, also ihr könnt das mit einem Bleistift machen. Es geht nur darum, dass ich das kurz anzeichnen kann. Das heißt, ich will so ein bisschen, dass die hier eher so ein bisschen tiefer ist. Dann kann sie ruhig ein bisschen höher hier und da dann wieder so ein bisschen runter kommen. So in dem Stil. Und genau so schneide ich die mir jetzt so ein bisschen wellenmäßig an. Und ihr braucht hier effektiv beide Teile. Den oberen Teil verwende ich, um unten den Sand zu blenden und den unteren, um oben quasi das Wasser zu blenden. Jetzt lege ich mir die so ein bisschen mittig hin, damit es dann auch von der Position her stimmt. Und klebe mir jetzt einfach mal das untere Element kurz auf der Karte fest, damit ich hier oben mit der Tumbled Glass blenden kann. Und da lege ich mir auch noch kurz ein Papier drunter. Ich versuche hier nicht über den Rand rauszugehen, also so ein bisschen hier in diesen Bereichen zu bleiben. I feel alone and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know. Und dann kann ich den unteren Teil quasi durch den oberen Teil ersetzen. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.
Und so habe ich jetzt quasi einen Hintergrund, der so ein bisschen wie Beach und Meer oder Himmel aussieht, ne? Und jetzt mache ich Folgendes. Ich klebe einerseits den ersten Rahmen schon mal drauf und die Sticker kommen dann effektiv zwischen die Lagen drauf. Et voilà. Jetzt kann ich die Sticker platzieren. Und da hinten dran werde ich, wie gesagt, kurz je 2 Dimensionals oder 1 bis 2 Dimensionals draufbringen. Und die mache ich jetzt einfach so fest, dass ich unten gucke, wo ich die anklebe. Und ich werde das einfach da, wo ich auf den Rahmen selber drauf komme, plus dann die Dimensionals wegnehmen. So, dann kommt der Rahmen auch oben drauf. Diesmal nehme ich das Ganze auseinander, weil das vorhin so ein bisschen ein Gefriemel war. Dann kann ich den wunderbar auf den anderen Rahmen, der schon drauf ist, drauflegen. Und zu allerletzt kommt noch der kleine Eimer drauf. Den werde ich effektiv direkt draufkleben. Und schon ist diese schlichte Karte fertig. Das heißt, wir haben hier unsere kleine Beach-Szene und dann, wenn man die Karte aufmacht, dann haben wir hier drin Have a Happy Birthday. Und wie gesagt, im Moment ist das eher ein bisschen makaber, solche Karten zu verschenken, aber die Idee ist wirklich, das quasi mit einer Spardose zu verschenken, wo ich euch dann noch separat ein Video dazu mache. Aber das war's eigentlich schon für heute mit diesem Cutting Die. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, inklusive diesem Cutting Die, werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!